So, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und ich begrüße euch zu einer neuen Saison der GSL German Spirit League GT4 Championship. Heute ist Saisonstart. Wir starten heute wieder auf den Red Bull Ring. Und zwar fahren wir heute die kürzere Variante, den Red Bull Short sozusagen. Bin gespannt heute auf die Piloten und auch auf die Designs, die sich die Fahrer heute einfallen gelassen haben. Wir haben heute 65 Runden Rennaction vor uns, liebe Zuschauer. Und da denke ich doch, dass wir das ein oder andere heute zu sehen bekommen. Mal gucken, ob sich die einzelnen Favoriten heute hier, die ein oder anderen Piloten, wie gerade im Bild zu sehen, Scheibenwilli, fährt für Reisendorf Rennsport natürlich, wie ich das sehe, im Toyota GT86. Sein Teamkollege Son Guru, ebenfalls am Start, das heißt Reisendorf Rennsport ist heute hier anwesend. Dann haben wir heute, Planzy ist heute auch da. Dann die HRT-Mannschaft wieder, angeführt natürlich von HRT Dashbeat und HRT Tobi, zwei Altgesessene, die schon sehr, sehr lange in der Liga fahren, auch in der GT3, das wir natürlich dann auch nächste Woche sehen werden. Klexi ist heute auch da, auch ein ehemaliger Pilot der GSL. Aktuell sehe ich gerade, ist ein M4 heute unterwegs, aha, sieh einer an. Bin ich mal gespannt, dann haben wir heute noch ein paar Gaststarter hier am Start, die heute ein bisschen mitfahren müssen. Ja, mal gucken, was die Jungs hier heute so drauf haben. Da sind wir also aktuell, wie ich sehe, 8 Piloten, vielleicht sind wir 9, mal gucken. Desto mehr Piloten natürlich, desto besser. Bin gespannt, ich werde mal sehen, was die Jungs hier mit der GT4-Klasse hier so auf die Beine stellen und mal gucken. So, Flexi geht gerade raus, ich schaue mir mal gerade jetzt noch die Konkurrenz an, mal gucken, wer noch so alles noch rumfährt. Animalus, spreche ich das richtig aus? Aha. Animalus 609, also das Tier. Nehme ich lieber den Spitznamen in die Hand, sonst muss ich mir noch was runterladen. Heute im McLaren unterwegs. Sieh einer an. Dann haben wir heute ein Lambo ist heute am Start, BMW ist heute stark vertreten. Der Aston Martin, okay, klar, HRT Headquarter Racing im Aston Martin, das ist ja schon was wie eine Ehe. Und natürlich haben wir die Reisendorf Rennsport, die heute mit dem Hyundai antreten. Letzte Season sind sie noch, ist auf jeden Fall, Scheibenwilli ist in der letzten Season mit dem McLaren unterwegs gewesen. Son Guru, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit der GT4, glaube ich, müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Fällt mir jetzt absolut nicht ein. Aber auch schönes Design von beiden. Hervorragend. Gefällt mir. Daumen hoch, Leute. Klexi heute in seinem charmanten M4. Hermann Motorsports, aha. Und dann natürlich die Headquarter-Mannschaft. Angeführt natürlich von, wie gesagt, noch HRT Dashbeat und HRT Tobi. Da bin ich ja gespannt, ob auch der liebe Dashbeat auch im ersten unterwegs ist oder ob er nicht heute sein Ferrari wieder auspackt. In der letzten Season kam er relativ sehr gut damit klar. Konnte sich immerhin noch dadurch die Vizemeisterschaft holen. Mal gucken, ob er das dieses Jahr wiederholen kann. Es sind definitiv heute nicht alle vertreten. Die Konkurrenz der Meister vom letzten Season ist heute nicht vertreten. Mystic Cervix. Das heißt, und auch Eukalyptus sind auch heute nicht vertreten. Das heißt, das wird heute sehr interessant zu lesen. Auf jeden Fall ist das schon mal eine Chance. Der Matchball liegt heute schon mal bei den anderen Teams, heute Punkte zu holen und sich schon mal versuchen, wie gesagt, Vorsprung rauszuarbeiten. Der Lobbyführer sagt, ready to go. Das bedeutet, es wird gleich losgehen. Das Qualifying und dann das Rennen. Da bin ich definitiv mal gespannt, was die Jungs hier so anpriesen werden. Sehen wir aktuell schon die Rundenzeiten ein bisschen an, so was die Jungs hier fahren. Da sehe ich schon mal wieder eins schon mal vorweg. Wir sehen definitiv viele identische Rundenzeiten. Das heißt, das wird definitiv ein sehr spannendes Qualifying werden. Auch ein sehr hauchdünnes Qualifying. Es geht los. Qualifying. GT4 Championship Season 2. Das erste Qualifying der neuen Saison geht los. Und da sind wir definitiv jetzt mal gespannt, was die Jungs jetzt hier uns so zeigen werden.
Wir haben auch schon unterschiedliche Reifenmischungen parat. In der neuen Season fahren wir definitiv auch mal mit einer anderen Einstellung. In der letzten Season sind wir gefahren mit einer Einstellung von Reifenverschleiß 6 und Benzinverbrauch 3. Das ist in dieser Saison diesmal anders. Diesmal haben wir einen Reifenverschleiß von 3 und Benzinverbrauch auf 2. Die Einstellungen fahren wir übrigens auch in der GT3-Klasse. Reifenreglement ist wie aufgebaut. Wir haben 3 Reifensätze zur Verfügung. Einmal den Super Soft, den weichen und den Medium, den Mittel, also den gelben. Wobei der gelbe mindestens 5 Runden lang gefahren werden muss, inklusive natürlich In- und Outlap. Das sollte natürlich immer noch jeder Pilot und jeder Fahrer natürlich noch wissen. Das ist ja auch definitiv für die ein oder anderen Piloten wird das interessant sein, die Reifenstrategie, was auch in der letzten Season definitiv auch für sehr viel Rennaction und Spannung gesorgt hat. Aber schauen wir jetzt mal. Animales ist definitiv, das Tier ist jetzt definitiv der Erste, der auf eine gezeitete Runde geht. Gefolgt natürlich von der spielt. Okay, sie haben die Ehe behalten und hat dann doch den ersten genommen. Okay. Da bin ich ja gespannt, was er aus dem ersten alles so aus dem Hut zaubern kann. Wir fahren hier natürlich auch hier ohne Setup. Hat aber auch schon so eine Strafe geholt. Das heißt, in der Runde wird das schon mal nichts. Nochmal zurück zum Reglement der GT4 Championship. Wir fahren hier ohne Setup. Das heißt, alle Piloten haben definitiv die Standardeinstellungen parat. Und müssen natürlich versuchen, aus den Standardeinstellungen das Bestmögliche rausholen. Animales ist definitiv gleich der Erste, der die erste gezeitete Zeit setzen wird. Mal gucken, was er jetzt für eine Messlatte legt. Boah, stark. 52,8. Beeindruckend. Ja. Gut, Creeper kommt da nicht ran. Scheibenwille hat sich natürlich jetzt auf Position 54, hat noch nicht optimal gefunden. Dahinter Plancy. Aktuell 6. ist Tobi. Son Goku kommt jetzt rum. Oh, Klexi hat sich jetzt auf Position 4 geschoben. Das ist eine gute Zeit. Wow. Wahnsinn. Son Goku hat sich jetzt auf die 1 geschoben mit einer Zeit von 52,7. Wo hat er denn die hergeholt? Da gucke ich gleich nochmal, ob Animales kontern kann. Oh, da ist die zweite rausgekommen. Puls hat sich auf die 6 geschoben. Nee, die Runde wird nichts. Puls hat eine Penalty. Kanter spielt nochmal kontern. Scheibenwille hat sich nochmal verbessert. Auf Position 3. Tobi ebenfalls noch einmal verbessert. Klex ist auf einer verbesserten Runde. Schiebt sich jetzt auf die 7. Aber alle Piloten relativ noch dicht beieinander. Selbst der Erste zum 9. 1,3 Sekunden. Dahinter alles hier im Zehntelbereich. Kann Son Goku nochmal nachlegen? Kann er noch was draufpacken? Puls hat sich nochmal verbessert. Ich gucke mal auf Son Goku, ob er nochmal seine eigene Zeit toppen kann. Hat im ersten Sektor schon 2 Zehntel Rückstand. Aber Scheibenwille jetzt. Mit neuer Bestzeit. 52,5. Schiebt sich damit auf Position 1 vor seinen Teamkollegen. Das heißt schon mal Reisendorf Rennsport setzt hier schon mal ein Ausrufezeichen. Aber auch Klexi hat noch mal nachgelegt und sich jetzt auf Position 4 geschoben. Starke Vorstellung. Im BMW M4. Plains ist nochmal raus. Hat sich nochmal einen neuen Satz Reifen gesucht. Nimmt nochmal einen zweiten Anlauf. Der Spiel geht an die Box. Will wahrscheinlich einen neuen Satz Reifen holen. Dasselbe gilt wohl für Klex. Scheint wieder nochmal auf Verbesserungskurs sein, konnte sich nicht verbessern. Frage ist, kann sich jetzt Son Goku nochmal verbessern? Glaube ich, er war blau unterwegs.
Animalos sich auch nochmal verbessern im McLaren. Aktuell für ihn Position 3, nur 3 Zehntel hinter der Pole. Gibt noch mal alles. Kann sich verbessern, aber reicht nicht. Der spielt halt Abstand. Aber ich schaue mal, ob Songu jetzt nochmal seine Zeit toppen kann. Das Limit tut jeden Millimeter ausnutzen. Aber nee, das wird leider wieder nichts. Gleich hat sich nochmal einen neuen Satz Reifen gesucht, geht jetzt auf seine gezeitete Runde. Muss natürlich aufpassen, der spielt halt nur mit 4000 hinten im Lacken sitzen. Leider nicht, konnte sich nicht verbessern. Der spielt, kann er sich noch mal verbessern. Ja, ganz knapp. Gucken wir mal, ob Tobi sich verbessern kann. Aktuell Position 8 für ihn, hat wieder eine Strafe. Hat aber noch 2 Schüsse, die er auf jeden Fall noch machen kann. Also jetzt muss es sitzen langsam für ihn. Die Runde wird wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich denke ich mal die nächste. Aber Plains jetzt wird auch verbessert, hat sich verbessert, hat sich jetzt auf die Position 6 geschoben. Und damit sind wieder mal aktuell alle 9 innerhalb einer Sekunde. Hat sich jetzt hier anscheinend auf die 4 geschoben. Kann sich so gut nochmal verbessern. Gucken wir mal auf den ersten Sektor. Kommt da eine Verbesserung von ihm? Nein, leider nicht. Scheinwiele ebenfalls noch mal auf Zeitenjagd, aber reicht, bringt das der Reifensatz noch mit sich? Schauen wir nochmal auf Klecks, ob er sich verbessern kann. Hat sich nochmal verbessert, hat sich jetzt auf die 3 geschoben mit einer 1,52,7, ganz knapp hinter Songu. Wahnsinn. Aber Animales sieht gut aus, aber hat eine Strafe. Ich schaue auf der Speed. Oh, Track Limits. Tobi hat sich jetzt verbessert. Hat sich verbessert. Aber immer noch Position 7. Headquarter aktuell auf Position 6 und 7. Kann nicht der Anspruch sein für die beiden. Plains jetzt nochmal sich verbessert. Auch mit einer guten Zeit. Oh je, Headquarter-Mannschaft zusammen mit den anderen hängen ja innerhalb alle von einer Zehntel, 1,5 Zehntel. Das ist kein Abstand. Klecks geht nochmal auf seine letzte gezeitete Runde. Selbe gilt für Songu. Kann er nochmal nachlegen. Scheinwiele ist auf seinen letzten Versuch. Kann er sich nochmal verbessern? Nein, kann er nicht. Da schauen wir noch definitiv, wer noch in der gezeiteten Runde ist. Klecks kann sich nicht verbessern. Tobi hat sich nochmal verbessert, aber reicht nicht, um eine weitere Position zu gewinnen.
Gümmers noch seinen letzten Versuch. Der Speed hat sich wieder eine Strafe geholt. Das heißt, der von der ran wird auch nichts. Kann sich der Mazda noch mal verbessern? Ah, sieht nicht danach aus, würde ich sagen. Nee, kann er nicht. Und damit glaube ich auch, liebe Zuschauer, ist das Qualifying beendet. Aktuell Pole, die erste Pole der neuen Saison geht an Scheinwili und Reisendorf Rennsport. Glückwunsch. Gucken, ob die beiden das auch ummünzen können. Denn jetzt haben wir 65 Runden Rennaction vor uns. Da bin ich jetzt definitiv mal gespannt hier, was jetzt hier geht. Und ob sich noch der ein oder andere noch für eine Überraschung sorgen kann, ebenfalls oder verbessern kann. Schauen wir mal auf den Rennstart. Der Start war gut, aber ich glaube, Flexi hat einen super Start hingelegt, hat sich auf Position 1 geschoben. Scheinvideos und Guru kam nicht so gut weg. Müssen sich jetzt natürlich aufpassen. Der Speed hat sich jetzt, glaube ich, auf Position 2 geschoben. Oh, und dahinter ist ein Kampf ausgewogen. Oh, Guru hat sich auf die 4, Animos auf die 3, ein 5, 6, 7 Kampf, Rudelbildung, Rudelbildung. Oh, da ist der Mazda aber auf die Gras, auf die Wiese gedrückt worden. Boah, Klecks kann sich das natürlich ausnutzen, versucht gleich vorne Land zu gewinnen. Auf Platz 2 haben wir aktuell der Speed, aber der muss sich wehren gegen Plains und gegen Animalus und noch gegen Lamborghini. Also sind schon 4 Autos wieder im Kampf, 5 Autos. Reisendorf Rennsport zurückgefallen auf Position 6 und 8. Das kann die Scheinwili definitiv nicht erlauben. Scheinwili wird jetzt versuchen, mit Wut im Bauch wieder anzugreifen. Blaze wird absoluter besser in Sektor 1. Für Klecks läuft es wieder, kann sich natürlich aus dem Turbo raushalten, versucht gleich Pace zu machen. Klecks mit der saugute Runde, aber Animalus konnte noch mal ein bisschen nachlegen. Und für der spielt läuft es gar nicht gut, hat sich wieder eine Strafe geholt, muss sie natürlich absetzen. Hat das natürlich auch Tobi vorbeigelassen. Songuru aktuell auf der 7. Und Scheinwili ist wieder auf dem Weg nach vorn. Der Poolsetter. Platz 5 kann nicht sein Anspruch sein, nicht wenn du die Pole geholt hast. Da muss definitiv mehr gehen. Oh, Track Limits. Das könnte eine Strafe geben für Scheinwili. Ja, hat sich eine halbe Sekunde eingefangen, aber die anderen Piloten auch dahinter. Also es ist gerade auch ein Problem hier Sachen Track Limits und Zeitstrafen. Scheinwili setzt sie brav ab, wie auch die anderen Piloten. Hat Gott sei Dank natürlich Glück gehabt, dass er natürlich Abstand hatte nach hinten. Aber für Klecks läuft es natürlich jetzt wieder mal voll nach Plan, hat schon einen Abstand von 3,4 Sekunden, kann da vorne sich wieder absetzen. Hat doch, wie ich sehe, auch den härteren Reifen aufgezogen. Das heißt, die beiden BMWs sind aktuell auf 1 und 2. Animalus direkt dahinter. Scheinwili mit 2,2 Sekunden direkt dahinter. Aber ich denke, man will aufholen. Und dahinter haben wir wieder die 4-Kampf, 5-Kampf wieder Zeitstrafen vor 2-3 Piloten. Eieiei.
kann Headquarter natürlich irgendwie nicht nutzen. Ich bin der Tobi ist auf 5, aber der Speed hängt irgendwie da drin und hat jetzt schon mehrere Zeitstrafen passiert, was ihn einfach zurückwirft. Planes hat, glaube ich, jetzt Animalus ziehen lassen müssen. Schauen wir doch mal, ob es da ein Überholmanöver gegeben hat. Schauen wir nochmal auf den Start. Okay. Wieso habe ich denn jetzt den Start drin? Das verstehe ich ja gar nicht. Ich habe doch die letzten 18 Sekunden drin, jetzt gibt er mir den Start. Das finde ich ja klasse. Ich gucke nochmal auf den Start, liebe Zuschauer. Ich will nochmal gucken, wer da... Oh ja, Reisner Brennschott, beide sind sehr schlecht weggekommen und Klecks hat natürlich einen super Start gehabt. Ach, und natürlich hast du das Problem natürlich, ja, 4-3 Autos wollen gleichzeitig in die Kurve. Da ist kein Platz mehr, liebe Zuschauer. Ja, ja. Boah, enge an eng, Stoßstange an Stoßstange. Boah, boah, das Ding Getümmel, das willst du nicht haben. Wahnsinn. Aber zurück zum Renngeschehen. Mal gucken, ob ich das mit dem Replay noch ein bisschen besser trainiere. Habe zwar leider keine Möglichkeiten gehabt, das wieder mal zu trainieren. Deswegen muss ich mich mit dieser Funktion auch erstmal vertraut machen, liebe Zuschauer. Aber zurück natürlich zum Renngeschehen. Scheinwilli hat sich jetzt natürlich da auf die Position 2 wieder zurückgearbeitet. Das heißt, es muss einen Vorfall gegeben haben zwischen Animalus und Planes. Wenn ich jetzt die Taste mal wieder drücke, mal gucken, was passiert. Scheinwilli natürlich klar, der Pole-Setter, der kann sich das nicht bieten lassen. Macht jetzt definitiv auch Jagd jetzt auf Klecks. Klecks konnte die Anfangsphase nutzen, konnte sich aus dem Tumult raushalten, konnte dadurch natürlich hat freie Fahrt gehabt und hat sich natürlich schon den Abstand rausgefahren. Den muss natürlich Scheinwilli erstmal abarbeiten. Muss aber aufpassen, hat Animalus auch nur 4 Zehntel dahinter, ist im Windschattenfenster. Planes ist auch nicht weit weg. Was macht Tobi? Was macht Headquarter? Tobi aktuell auf der 5, hat wieder sich eine Strafe eingefangen. Songu aktuell auf der 8, ja, das willst du eigentlich auch nicht haben. Nicht nachdem du so ein gutes Qualifying hast. Und der spielt aktuell das Schlusslicht. Junge, komm Alter, greif an, Junge, mach Power, mach Pace. Gib alles. Ah, Songu ist nah dran, greift er jetzt an. Ah, kam viel besser raus aus der Kurve. Oh, das wird ein Duell zwischen dem Mazda und dem Toyota. Wer hat den besseren Topspeed? Ah, das hat der Toyota für sich entschieden, aber kann der Mazda kontern. Und natürlich dadurch wird sich der Speed auch wieder heranarbeiten. Das ist für Scheinwilli relativ schwer, sich auch ein bisschen abzusetzen. Klecks kann vorne in etwa den Abstand halten. Oh, seine Reifen sehen noch wesentlich top aus. Dasselbe geht natürlich auch für Scheinwilli. Muss aufpassen. Aber ich sehe gerade, oh, der McLaren braucht ein bisschen mehr Reifen.
Selbe gilt auch für Plains. Schauen wir auf die anderen Piloten. Ja, der konnte seinen Reifenverschleiß noch im Griff haben. Aber nützt ihm nicht. Das ist bereits schon 19 Sekunden hinter der Führung. Ah, muss Land gewinnen, Junge. Jetzt wird mir wieder nicht die schnellste Runde angezeigt. Wieso das denn? Aber aktuell hat natürlich Anevarnos die schnellste Runde mit einer 52,6. Oh, wir haben schon mal 4 Zuschauer. Oh, hallo Leute und ich begrüße euch natürlich zum Saisoneröffnung, zum ersten Rennen der German Spirit League GT4 Championship Season 2. Wie ihr seht, kamen wir auf dem Red Bull Short. Sind heute noch ein paar Gaststarter unterwegs, also es fehlen definitiv noch 2 Teams, die ja noch, denke ich mal, im nächsten oder auch im übernächsten Rennen dann kommen werden. Aktuell der aktuelle Meister ist aktuell nicht vertreten, Mystic Cervix, aber ich denke mal, wird im nächsten Rennen dabei sein und auch versuchen natürlich seinen Titel zu verteidigen, aber das ist natürlich die Chance für Headquarter oder auch für Scheibenwilli, sich hier schon mal zu positionieren für den Verlauf der Meisterschaft. Und für Klexi läuft es hier ehrlich gesagt erst rein, muss ich hier sagen. Der hat schon Abstand von 5 Sekunden, kann die Pace halten, auch wenn er die härteren Reifen hat. Scheibenwilli hat die weicheren Reifen, muss aufpassen, kann sich keinen Fehler erlauben. Man hat Animalos hinten mit nur 9 Zehntel Abstand. Der wiederum natürlich ganz ein bisschen ruhig abgehen. Der hat schon ein Polster von 5 Sekunden auf Plains. Plains wiederum hat ein Polster von 3 Sekunden auf Puls. Der wiederum hat nur 1,3 Sekunden gegen HB Tobi. Ich denke mal, Tobi versucht ranzukommen. Oh. Und Son Goku muss einen Fehler gehabt haben. Ist auf Position 9 zurückgefallen. Ach, das wird ihn ärgern. Das wird ihm ärgern. Nach dem guten Qualifying-Ergebnis. Ah, da könntest du ins Lenkrad beißen. Der Spiel muss sich schon wieder eine Strafe wieder absetzen. Tobi versucht alles, um am Puls ranzukommen. Plains kann den Speed vorne nicht mitgehen. Gut, obwohl in der letzten Runde praktisch nur eine Zehntel Unterschied war. Aber Animalos ist hier voll am Limit. Aber das sieht bis jetzt sehr gut aus für Klexi. Klexi ist im Schnitt so immer so 3-4 Zehntel schneller als Scheibenwilli. Mal sind sie gleich auf, mal ist mal wieder Klexi wieder mal ein paar Zehntel schneller. Aber Scheibenwilli muss aufpassen, Junge. Du hast jetzt langsam Animalos hinten dran. Der drückt von hinten.
Das wird doch ein ziemlich heißer Ritt werden, mein Lieber. Ein ziemlich harter Kampf werden, noch um die Position 2. Aber aktuell natürlich der letzte Platz ums Podium. Denke ich mal, ist aktuell unter den ersten 3 natürlich erstmal... Ja, safe würde ich jetzt nicht sagen, weil gerade noch 17 von 17 gefahrenen Runden. Da kann auch definitiv noch das ein oder andere noch passieren. Jetzt muss natürlich auch langsam aufpassen. Der Impuls kommt langsam hoch, Stück für Stück näher. Der wiederum hat schon 8, fast 9 Sekunden Vorsprung auf Hargwit, der spielt. Tobi aktuell der Schlusslicht. Hat eine ziemlich schlechte Runde gehabt, aber war an der Box. Hat sich neue Reifen geholt. Und auch etwas nachgetankt. Songo hat sich wieder rangearbeitet. Animalos ist an die Box gegangen. Bin mal gespannt, wo der rauskommt. Hatte nur eine halbe Sekunde hinter Scheibenwilli. Das heißt, das ist eine berühmte Undercut gegen Scheibenwilli. Das heißt, Scheibenwilli müsste eigentlich sofort reagieren. Wie viel tankt Animalos nach? Ich bin die Mediums. Okay. Dann Platz härterer Reifen. Da muss ich auf Scheibenwilli gucken. Reagiert Scheibenwilli? Geht er in die Box oder fährt er noch eine Runde? Nein, er bleibt draußen, fährt weiter. Ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber hoch hier sieht man gerade. Flex am Limit. Holt auch das letzte aus seinen Reifen raus. Oh, denke mal, jetzt macht sich langsam mal auch der Reifen langsam bemerkbar. Blades ebenfalls draußen geblieben. Oh, Blades muss aufpassen. Puls ist dran. Hat nur noch weniger als eine Sekunde Abstand nur noch. Der spielt da hinten, hat gecrashed. Und hat wieder einen Ausflug in die Botanik gemacht. Jetzt sich vielleicht mal und hat natürlich Schaden. Eieiei. Gebrauchter Tag, Junge. Das nächste Mal tust du dir den Trailer von der Strecke runterladen. Vielleicht klappt es dann besser. Headquarter auf die letzten beiden Positionen gefallen. Jungs, was ist los? Das kann doch nicht der Anspruch sein von euch beiden. Da wird es dann, denke ich mal, nach dem Rennen Gespräche geben. Komm, Tobi, fang dich jetzt. Jetzt baller mal was raus, Junge. Komm, ich weiß, dass du viel schneller bist. Jetzt press mal rein und leg mal einen Zahn zu. Du musst definitiv auch Animalos im Auge behalten. Das ist einer der ersten gewesen, der sich den härtesten Reifen aufziehen gelassen hat. Immer auf seine Rundenzeiten gespannt. Und natürlich auf die Tatsache, wie Scheibenwilli auf die Sache reagieren wird. Starke erste Runde, muss ich sagen. Mit dem Reifen gar nicht mal so übel. Auf jeden Fall. Da muss definitiv Scheibenwilli sich was einfallen lassen. Scheibenwilli muss pushen. Muss pushen, was geht. Dasselbe geht natürlich auch für Klex. Klex muss natürlich auch jetzt noch gucken, was er aus seinen Reifen noch rausholen kann.
Aber interessant wird zu sehen sein dann, wenn Scheinwilli an die Box geht, wo er dann rauskommt, vor oder nach Animalos. Son Goku hat sich wieder rangekämpft. Das sind gute Rundenzeiten, die Animalos fährt. Da muss Scheinwilli Gas geben. Da kann er definitiv nicht nachlassen. Da darfst du jetzt keine schwache Runde erlauben. Ja, da war Klecks in dem Ablauf eine halbe Sekunde schneller. Und dafür holt er sich jetzt eine Zeitstrafe, die er absetzen muss. Was er, denke ich, natürlich auch tun wird. So fair ist er auf jeden Fall. Macht er auch brav. Aber wie viel Zeit wird dir das gekostet haben? Boah, viel Zeit. Viel Zeit. Da denke ich mal, er reagiert sofort. Sascha Scheinwilli ja richtig rangeflogen. Der spielt natürlich jetzt. Oh je. Bin gespannt, wo Klecks rauskommt. Was für eine Taktik wählt er. Jetzt aktuell auf Position 3, muss aufpassen. Plains hat eine Strafe, die muss er absetzen. Son Goku wieder hat sich auf die 5 vorgearbeitet. Da kommt Animalos. Wo kommt Klecks raus? Klecks immer noch beim Tanken. Tankt er die etwa voll? Hat voll getankt und sich die Mediums aufziehen lassen. Aktuell natürlich auf Position 6. Hinter Animalos. Der natürlich bedeutend weniger, glaube ich, noch getankt hat. Aber er war einer der ersten, der in der Box war. Und da bin ich mal eigentlich erstaunt. Er hatte ungefähr mehr als 6 Sekunden Vorsprung gehabt. Und jetzt nach dem Stop hat er 4 Sekunden Vorsprung sich geholt. Also da hat Klecks eine ganze Menge verloren, auch durch die Zeitstrafe. Da hat sich bis jetzt, würde ich sagen, der Boxenstopp gelohnt. Und die Rundenzeiten sind doch gut. Plains ist draußen geblieben, Animalos natürlich klar. Wenn Plains in die Box geht, übernimmt Animalos die Führung. Dann kommt Klecks. Und Scheinwilli raus. Oh, ganz knapp. Kann sich Klecks noch vorarbeiten? Ja, das kann er. Aber da hat Klecks viel Zeit verloren. Viel Zeit und eine Position. Wer hätte das gedacht, dass diese Strafe in Koalition mit dem Boxenstopp ihm die Führung gekostet hat? Tobi hat sich jetzt natürlich wieder angearbeitet. Klar, er hat seinen Stop natürlich auch viel eher seinen Stop gehabt. Hat sich die Weichen geholt, ist natürlich dadurch auch wieder rangekommen. Hat noch bedeutend weniger Sprit im Auto. Plains an die Box. Ja gut, seine Reifen waren runter. Aber für Animalos hat der Undercut sich definitiv mal gelohnt. Hat sich von Position 3 dadurch auf Position 1 geschoben und ist damit jetzt aktuell in Führung. Mit einem Abstand von 4,6 Sekunden auf Klecks. Der jetzt natürlich auch Scheinwilli im Nacken hat. Also der Matchball ist mal definitiv mal an den McLaren-Piloten gegangen. Ja, Tobi natürlich muss sich jetzt wehren. Seine Reifen sind natürlich nicht mehr so frisch. Hat auch sich wieder eine Strafe geholt. Also ich würde sagen, er wird auch schon Kragen haben, langsam wegen diesen Zeitstrafen. Scheinwilli, behalt das Podium im Blick. Bin gespannt, was du für Rundenzeiten fährst mit den Reifen.
Aber kann natürlich Animalos nutzen. Er hat definitiv viel weniger Sprit als Klecks. Klecks hat natürlich voll getankt. Ist natürlich bedeutend schwerer unterwegs. Das heißt, Klecks will natürlich lange draußen bleiben. Und denke ich mal, will am Ende des Rennens will er noch angreifen. Es gilt natürlich jetzt für ihn jetzt in der Situation natürlich so viel wie möglich Performance und Speed aus diesen Reifen rauszuholen. Was sich solche Runden auch nicht mehr zu erlauben. 54, das darfst du nicht mehr erlauben. Scheinbar war 3 Zehntel schneller. Tobi ist voll am Limit unterwegs. Oh, wir müssen an die Box. Auch für die Mediums. Plains hat verlassen oder die etwa Disconnect. Ah, oh, schade für Plains. Boah. Also Headquarter heute hier mit dem Strafenkatalog unterwegs. Hier immer noch der Dreikampf hier. Tobi wieder dran. Tobi muss an die Box und seine Reifen sind natürlich wesentlich runter. Aber es sieht so aus, als scheinbar ein bisschen Probleme auch mit die Mediums, aber ist auch wieder dran an Klecks. Klecks hat sich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen gefangen. Trotzdem kann natürlich aktuell Animalos noch ein bisschen mehr Speed rausholen. Letzte Runde 2 Zehntel. Wieder starke Runde, muss ich sagen. 53,4 mit Mediums ist top. Aber Klecks war jetzt mal gut fast eine Zehntel schneller. Aber der wäre auch Klecks beinahe wieder abgeflogen. Tobi natürlich im Windschattenfenster natürlich, saugt sich immer wieder ran. Aber sieht eigentlich keine Möglichkeit, sich irgendwie vorbeizufahren und ist hier auch schon am Driften. Songu natürlich jetzt besetzt, safe der 5. nach vorne 14, nach hinten 15. Der sammelt definitiv heute Punkte in Flensburg, wenn er so weitermacht. Boxenstopp natürlich für Puls in seinem goldblauen Huracan. Aktuell der Schlusslicht auf Position 8 ist jetzt überrundet worden. Den Namen kann ich definitiv nicht aussprechen. Hat auch brav Platz gemacht, war fair. Vielleicht aktuell zum Führenden wieder zurück. Letzte Runde 53,9. Konnte Klecks nochmal kontern, ja 2 Zehntel. Und Scheinwilli war nochmal eine halbe Sekunde schneller, aber ist auch Klecks natürlich im Nacken. Die Frage. Tobi, was machst du? Tobi ist am Überlegen. Sind sich die beiden Jungs hier vorne einig? Denn wenn die beiden sich hier nicht einig sind, dann könnte Tobi der lachende Dritte sein. Letzte Runde natürlich wieder 53,5. Animalos, ja, war diesmal wieder eine Zehntel schneller. Also es wechselt auch immer, liebe Zuschauer. Mal ist der eine 2 Zehntel schneller, mal der andere wieder. Dadurch hält sich der Abstand immer noch relativ im Rahmen. Abstand 5,9. Klecks kommt auch nicht wirklich von Scheibenwilli weg. Tobi natürlich müsste man eigentlich aus diesem Kampf erstmal rausnehmen, weil der muss noch an die Box. Klar, für Scheibenwilli gilt natürlich, er muss dranbleiben an Klecks. Klecks wiederum natürlich muss Meter machen jetzt. Oh, was ist denn das? Animalos wird aufgehalten.
Der Mazda-Pilot sollte Platz machen, er wird überrundet. Oh, das kostet natürlich Animalos jetzt Zeit. Der verliert ja jetzt Zeit. Letzte Runde war auch eine 54,4. Hat damit über eine Sekunde verloren. Mein lieber Freund, dir werden die blauen Flaggen gezeigt. Du musst ihn vorbeilassen. Was soll denn das? Ey. Mein lieber amerikanischer Pilot, lass mal bitte den Führenden vorbei. Also sowas, liebe Zuschauer, geht definitiv mal nicht. Also wenn man schon die blauen Flaggen gezeigt bekommt, dann sollte man auch definitiv die Ligen auch vorbeilassen und nicht im Weg stehen. Denn er hat meines Erachtens jetzt aktiv ins Renngeschehen mit eingegriffen, indem er natürlich Animalos blockiert hat. Und das muss bestraft werden. Also mein Lieber, du solltest dich jetzt zurückfallen lassen und den Führenden vorbeilassen. Denn ansonsten sollte man sowas bestrafen. Also da wird definitiv danach Gespräche geben mit den Rennstewards. Weil sowas geht nicht, liebe Zuschauer, und wird auch definitiv von der German Spirit League verurteilt und auch hinterher bestraft, so wie schon mal sicher. Da kann sich definitiv derjenige hier gefasst machen. Das wird eine saftige Strafe geben, das kann er sich definitiv schon ankreiden. Das ist wahrscheinlich auch ein Ersatzfahrer. Also auch noch da noch eingegriffen, das geht doch gar nicht. Aber das wird definitiv Konsequenzen haben. So, zurück zum Kampf natürlich auf Position 2 und 3. Klecks kommt von Scheibenwilli irgendwie nicht weg. Animalos hat Pech gehabt, wurde aufgehalten, hat sich noch eine Zeitstrafe eingefangen, hat seinen Vorsprung um die Hälfte eingebüßt. Ich denke mal, er wird einen dicken Hals haben, aber es wird dir anders übrig bleiben. Du musst versuchen, dich zu konzentrieren. Du musst versuchen, hellwach zu bleiben. Du hast noch einen Kampf vor dir. Da ist definitiv, die Chancen sind noch da, auch wenn es gerade zu einer unschönen Aktion gekommen ist. Aber die Siegchancen sind für dich immer noch intakt, Junge. Versuch dich wieder zusammen zu konzentrieren. Es ist noch ein Rennen. Du musst versuchen, wieder Vorsprung rauszuholen. Du hast eine Menge Zeit verloren. Ja, ich denke mal, er fängt sich wieder. Aber Klecks ist im Rhythmus drin. Er hat sich wieder mal eine halbe Sekunde aufgeholt. Scheibenwilli einfach weiter hinten dran. Ich könnte ja jetzt wieder meinen klassischen Spruch sagen und sagen, Scheibenwilli, Junge, du musst vorbei. Aber das weiß er ja eigentlich auch schon, dass ich das immer wieder sage. Er versucht es ja auch immer wieder. Ja, bin gespannt, wann er das dann umsetzen wird. Klecks wird das definitiv nicht so einfach preisgeben, hier die Position. Animalos muss sich natürlich jetzt wieder sammeln, versucht natürlich jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen. Er sieht schon die Beine im Rückspiegel. Ja, er kommt wieder in Rhythmus. Letzte Runde 53,4 war gut, aber Klecks mit der 53,1 hat sich wieder 3 Zehntel geholt. Ja, Scheibenwilli ungefähr eine Zehntel, also es zieht sich hinten mit. Tobi fährt, denke ich mal, den Tank gleich leer, wenn er so weitermacht. Tobi hat das Tanken vergessen, mein Lieber. War in der Box, hat sich neue Reifen geholt, aber ein Sprit nie nachgefüllt. Eieieiei, sag mal, was ist mit Headquarter los hier? Sag mal, sind die Jungs hier voll unterwegs? Also der Teamchef, der wird 3 Sprünge nach hinten machen. Wenn er sieht, was die Fahrer hier gerade wieder abziehen von Headquarter. Neuer Satz Reifen, aber kein Sprit. Und der sammelt weiterhin Punkte und Strafen. Ich denke mal, das wird definitiv nach dem einen neuen Rekord geben. Puls aktuell auf Position 6. Wo Son Goku aktuell natürlich das Schlusslicht, da Plains anscheinend einen Disconnect hatte. Boah, ey, komm Son Goku, da geht mehr. Junge. Wie sagt man immer, Arschbacken zusammenkneifen und los geht's, Feuer frei. Platz 7 ist in Reichweite.
Vielleicht kriegst du das noch. Da muss ich wiederum sagen, tu mir natürlich so gut, tu mir den Gefallen und versuch dir Platz 7 zu holen. Gib Stoff, Junge, hau rein, alles was geht. Scheinwilli jetzt mit einer richtig starken Runde. Ebenfalls Klecks. Animalus hat wieder 3 Zehntel verloren. Ach, ist natürlich jetzt sein Sprint, dieses langsam hoch leer. Also seine Reifen gehen so langsam zur Neige. Ist natürlich jetzt die Chance für Klecks, jetzt weiterhin Meter gut zu machen. Hat natürlich auch Scheibenwilli im Schlepptau. Da bin ich ja echt mal gespannt, muss ich sagen. Das wird ja ein lustiger Kampf werden hier ums Podium. Und die Malus muss an die Box, der Sprit ist alle. Das heißt, er muss die Box suchen. Klecks hat definitiv noch viel Sprit drin, kann noch viel länger draußen bleiben. Scheinwilli hat ein bisschen weniger. Bin gespannt, wenn Klecks freie Fahrt hat, ob Scheinwilli an Klecks dranbleiben kann. Und die Frage ist, wo kommt Animalus raus? Anscheinend kann er noch eine Runde weiterfahren. Ich bin ja gespannt hier. Tobi fährt einfach den Tank weiter leer. Hat anscheinend ein Elektrofahrzeug in der Hand hier. Anscheinend fährt er ohne Benzin. In seinem Tank ist so gut wie nichts mehr drin, aber er fährt noch. Also fährt er definitiv mit Akku und nicht mit Sprit. Ah nein, fährt jetzt doch in die Box. Für Songo jetzt natürlich die ideale Punkte zur weiteren Meter gut zu machen. Der Spiel sammelt immer noch Strafen und immer noch Strafen. Man müsste eigentlich mal herauskriegen nach dem Rennen, wie viele Zeitstrafen das ungefähr dann sind. Ich zähle es nicht mehr, weil mir sind die Finger ausgegangen. Ich habe versucht, noch meine Füße noch dazu zu nehmen, aber es reicht einfach nicht. Tobi an der Box. Auch schönes Design natürlich wieder von Headquarter, muss ich sagen. Gefällt mir. Hübsch gemacht, auf jeden Fall. Aber jetzt zurück natürlich zum Führungskampf. Animalus war in der Box. Was zieht er sich auf? Ich denke mal, so wutmäßig wie der geladen ist, natürlich nach der Aktion, denke ich mal, wird er sich jetzt was Weicheres aufziehen und aber dann Attack Mode machen. Hat 34, fast 35 Sekunden Rückstand jetzt auf Klecks durch den Boxenstopp. Scheinwilli kann sich immer noch halten. Klecks ist aber ein bisschen schneller, aber ja, jetzt ist auf eine Sekunde. Also ich glaube, wenn es Klecks schafft, sich aus diesem Sekundenfenster zu befreien, dann wird es für Scheinwilli, denke ich mal, schwerer mit Klecks mitzuhalten. Kann mich natürlich auch täuschen. Ne? Scheinwilli ist aber definitiv ein guter Fahrer und auch ein sehr, sehr guter Designer, was das immer angeht. Seine Designs sind immer klasse. Aber da ist jetzt der Scheinwilli richtig gut rausgekommen. Hat sehr guten Exit. Setzt er zum Angriff an.
Animalo ist jetzt mit Supersoft unterwegs. Und ich denke mal, der wird hier gleich eine neue, schnellste Runde hier reinschmeißen. Ja, nicht ganz. Jetzt sich gerade ein anderer geholt. Ja, ich denke mal, das hat er mit Absicht gemacht. Und gleich eine Strafe hinterher. Headquarter aktuell auf Position 6 und 7. Sogu hat sich wieder nach vorne gearbeitet auf Position 5. Puls natürlich auf Position 4, relativ safe, nach hinten 14 Sekunden, nach vorne ungefähr knapp 10 Sekunden. Also der ist auf einer sehr, sehr sicheren Position 4. Animalus, glaube ich, hat hier gerade eine Strafe gehabt, so ich das wieder gesehen habe. Oh, Track Limits. Das willst du jetzt eigentlich nicht haben, wenn der Reifen gut ist. Hat nochmal Glück gehabt. Aber das war wieder eine langsame Runde und das brauchst du jetzt nicht. Für Animalus ist natürlich jetzt die Zeit, Pace zu machen. Natürlich, er muss jetzt versuchen, sich wieder einen Vorsprung rauszuarbeiten. Wir sind in Runde 45, das heißt noch 20 Runden. Scheibenwili ist wieder dran an Klecks. Kann es aber wieder immer noch nicht nutzen. Klecks kann sich immer noch retten. War wieder kurz wieder vom Abflug. Das sieht auch immer komisch aus bei Klecks manchmal. Da denkst du dir gleich fliegt der ab der BMW. Aber nee, dann kann man immer noch irgendwie einfangen. Aber Scheibenwili lässt sich nicht beirren. Hängt ihm wie eine Klette hinten an der Stoßstange. Aber Animalus legt zu. War persönlich schnellste Rennrunde jetzt von ihm. Und macht jetzt Metagott. Frage ist, wie tut jetzt Klecks und Scheibenwili reagieren? Beide sind im Zweikampf, im direkten Zweikampf. Das behindert dich jetzt natürlich eigentlich, weil Animalus hat allein in der letzten Runde schon 1,3 Sekunden aufgeholt. Und ist natürlich gerade hier am Fliegen. Da musst du eigentlich vorne langsam aber sicher mal reagieren. Bin gespannt auf Klecks oder Scheibenwili. Einer von denen, mal gucken, einer von den ersten ist, die in die Box gehen, um zu reagieren. Müssen eigentlich reagieren. Animalus legt jetzt zu, macht Metagott. Das heißt doch für die beiden da vorne alles oder nichts. Aber bleiben noch draußen. Animalus natürlich ist ja im On-Fire-Modus unterwegs. Aber muss auch echt die Track Limits noch behalten. Ist immer sehr nah dran. Aber pusht, was es geht. Schauen wir mal auf die hinteren Plätze. Headquarter natürlich aktuell Position 6 und 7. Kann nicht der Anspruch sein für die beiden. Oh, Klecks und Scheibenwili an der Box. Da müssen wir hin, da muss man gucken, da ist die Action. Was macht wer? Klecks hat wesentlich mehr Sprit noch im Tank als Scheibenwili. Könnte natürlich für Klecks gut in die Karten spielen, könnte seinen Stop kürzer machen. Frage ist, ob er sich so die Reifen aufzieht, ob er dann nochmal stoppt oder ob er die Hütte voll macht. Wir sind in Runde 48. Das könnte sein, dass er jetzt in der letzte Stop ist für die Fahrer. Nicht getankt oder wenn nur ganz wenig. Da muss ich jetzt gucken. Kommt ganz kurz. Das war definitiv jetzt ein strategischer Schachzug von Klecks. Klecks hat nicht getankt, weil er keine Zeit verlieren wollte, den Stop so kürzlich wie möglich halten wollte. Dasselbe gilt für Scheibenwili.
Scheinwilli hat natürlich jetzt ein bisschen weniger Sprit drin. Reicht das für die? Ungefähr vielleicht noch 15 Runden. Das könnte für Klecks könnte das reichen. Wir haben ja schließlich einen geringeren Spritverbrauch. Einstellung. Selbe gilt für Scheinwilli. Hoffentlich hat Scheinwilli sich nicht verkalkuliert. Der Spiel macht brav Platz, so gehört sich das. Oh, Animalos will keine Zeit verlieren. Klar, ist im Kampf. Ja, Tobi drückt. Will sich, denke ich mal, noch an so Guru ranarbeiten. So gut, denke ich mal, fährt auch zu Ende, hat Sprit reicht locker drin. Frage ist, ob die Reifen noch durchhalten. Dasselbe könnte natürlich auch für Puls natürlich zutreffen, aber nein, da geht die Box. Und Animalos ist direkt dran an Scheibenwilli. Der spielt dahinter, darf sich nicht einmischen in den Kampf. Der Kommentator muss erstmal in die Nase schnauben. Das Taschentuch. Schwierige Situation jetzt. Ich weiß nicht, ob der Sprit reicht bei Scheibenwilli bis zum Rennende. Das sieht knapp aus. Er kann definitiv, wenn er in die Box ist, dann hat er das Podium verspielt. Ja, nicht ganz. Aber dann ist Platz 2 weg. Es wird gefährlich werden, denke ich mal, für ihn. Klecks natürlich optimal für ihn. Die hinter sich behaken sich und er hat freie Fahrt. Läuft natürlich für ihn wieder aktuell wieder rund. Aber Scheinwilli hat Druck, hat definitiv Druck. Das werden sehr, 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 sehr schwere letzte 13 harte Runden für ihn. Boah, der spielt da hinten natürlich wieder raus und kassiert bestimmt gleich die nächste Zeitstrafe. Und das ist bestimmt Nummer 1000 irgendwas. Ich glaube, damit macht er die 1000 voll. Tobi hat sich aber hier in Rekordzeit hier an Soguru herangearbeitet. Soguru muss irgendwie ein paar sehr schlechte Runden gehabt haben. Man musste jetzt so Rückspiele gucken, Junge. Denn der Headquarter-Pilot ist dir auf den Fersen. Muss ich im Auge behalten, die beiden. Scheinwilli musste natürlich, hat die Position natürlich hergegeben. Das heißt, Animalos hatte jetzt hat ihn überholt. Vielleicht können wir das Überholmanöver noch einspielen. Ich versuche nochmal meine Starttaste. Ey, was ist denn das? Warum geht das nicht? Jetzt habe ich wieder ein Replay drin. Ich drücke doch die Dix-Taste oder gibt er mir den Start. Ach, bei mir funktioniert das Replay nicht richtig, liebe Zuschauer. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Den Start. Ach, jetzt weiß ich, was mein Fehler war. Ja, ich muss mich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen, aber das geht immer schlecht. Ich hatte auch keine Möglichkeit gehabt, mich mit der Replay-Funktion hier mal auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. Keine Sorge, liebe Zuschauer, ich versuche daran, mich noch ein bisschen zu verbessern. Ich habe ja jetzt ein paar Rennen ja Zeit dann vielleicht. Vielleicht kann ich mich dann die eine oder andere Funktion, kann ich mich dann vielleicht hinterreißen. Jetzt sehen wir uns leider wieder den Start an. Ja,
Das ist natürlich doof, muss ich immer noch sagen, wenn ich das sehe, du hast von Position 1 bist du losgefahren und nach 2, 3 Punkten bist du Position 8. Das willst du eigentlich nicht haben. Das ist halt ein bisschen blöd, weil man ja leider nicht trainieren konnte hier, die Einstellungen, wie das funktioniert. Das ist halt eben auf einen Versuch hier. So, naja gut, das geht ja gleich vorbei. So, zurück zur Action. Stellen wir mir das wieder mal erklären, oder wie das hier funktioniert. Animalus natürlich, hat sie auf Position 2 geschoben. Ist natürlich toll, aber Scheibenwilli ist hinten dran. 6 Zehntel, hat noch ein paar Runden Zeit. Frage ist, hat er den Speed? Also wenn er die Runden weiterfährt, die er gerade vorher gefahren ist, dann würde ich sagen, kommt er wieder ran. Und Klecks hat hier fett irgendwo einen Fehler eingebaut, mein Lieber, weil die letzten 2 Runden waren schlecht. Jetzt probiere ich wieder die Replay-Funktion. Mal gucken, ob er irgendwo einen Fehler gehabt hat. Ah. Ne. Hatte keinen Fehler gehabt. Aber ich glaube, ich weiß jetzt langsam, wie die Replay-Funktion hier funktioniert. Der Kommentator hat das jetzt rausgekriegt. Wunderbar, wieder was gelernt. Ha! Selbst ist der Mann. Ja, ich würde sagen, Animalus hat sich das Ding lief anders vorgestellt. Der hat gedacht, der kommt weg, aber nein, Scheinwilli kämpft verbittert natürlich noch um Position 2. Aber die letzte Runde natürlich von Animalus hat es in sich gehabt. Und die 52,5 ist auch mal eine Ansage. Tobi an der Box war aktuell auf Position 5, war auch sehr nah dran an Son Guru. Aber der Vorsprung reicht nicht. Ich frage mich, was macht Tobi? Aber nee, er ist noch nicht bei seiner Boxencrew. Son Guru jetzt auf Start und Ziel. Jetzt kommt erst Tobi an zu seiner Boxencrew. Ah, da ist Son Guru vorbei. Das sieht aktuell für ihn nach Platz 5 aus. Aber da ist auch sein Headquarter-Kumpane. Da kommt Tobi raus. Oh, das könnte doch ein Duell geben. Internes Teamduell zwischen den Headquarter Racing Piloten und zwischen Hargreaves, Dashbeat und Tobi. Da bin ich ja mal gespannt, als ob Tobi jetzt natürlich seinen Teamkollegen ihm doch den Platz streitig machen will. Und Dashbeat gibt natürlich freiwillig nach. Tut mir natürlich nicht gefallen, natürlich für einen teaminternen Zweikampf. Tobi will dann etwa jetzt noch Jagd machen auf Son Guru. Da bin ich ja mal gespannt, weil die letzte Runde von Son Guru, die war mal gar nicht mal so schlecht, mein Lieber. Aber zurück zum Führungskampf da vorne. Klecks kann seinen Vorsprung wieder behaupten. Eine schwache Runde natürlich wieder von Animalus. Hat 4,5 Sekunden wieder verloren. Scheinwilli ist wieder dran. Er musste Nerven haben. Hier brauchst du Nerven wie Drahtseile. Wenn es sich überhaupt gibt. Aber das willst du ehrlich gesagt auch in die Haare. Jedes Mal guckst du in den Rückspiegel, jedes Mal siehst du den anderen und immer wieder Format füllen. Bex natürlich seinerseits kann sich hier auch keinen Fehler erlauben. Scheibi weiterhin in Angriffslauer, wartet auf den Fehler. Puls aktuell sicherer Vierter. Dasselbe gilt natürlich auch für Tobi, für Son Guru.
ist der Headquarter-Pilot natürlich nochmal auf der Jagd nach der schnellsten Runde. Die hat sich natürlich Klecks geholt. Mit einer 1,52,3. Wäre. Also hat es nochmal richtig fliegen gelassen. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt hier. Onivalos Reifen gehen, da hat natürlich viel abgefahrene Reifen als natürlich Scheibenwilli. Kann Scheibenwilli die letzten 4 Runden das jetzt irgendwie nutzen? Ich meine, er kann sich irgendwie nicht mehr lange hinterherfahren. Er muss jetzt irgendwo einen Angriff setzen. Ihm gehen langsam die Runden aus. Du kannst nicht mehr allzu lange immer weiter hinterherfahren, Scheibenwilli. Du musst jetzt irgendwo sehen, dass du den Angriff startest. Und Scheibenwilli setzt zum Angriff an. Ah, wer ist besser auf der Bremse? Scheibenwilli ist in. Ah. Da war es irgendwie zu zaghaft, Junge. Aber komm, du hast noch 3 Runden. Komm, das kriegst du noch irgendwie hin. Klecks da vorne sieht natürlich aktuell wie der sichere Sieger aus, aber man soll den Tag nicht für den Abend lohnen. Scheibenwilli natürlich versucht sich jetzt wieder ranzuarbeiten, ist klar. Ach, du musst jetzt all in gehen, Junge. Und wieder sehr guten Exit von Scheibenwilli. Kann er es jetzt nutzen? Junge, nutzt das jetzt irgendwie. Du musst jetzt vorbei. Jetzt sag ich das schon wieder. Du kennst meinen Spruch, Junge, vorbei jetzt. Guck dir das jetzt nicht an, du musst vorbei, Junge. Schauen wir mal auf die hinteren Plätze. Da hat sich bis jetzt nichts getan. Aktuell haben sich die anderen Positionen alle jetzt schon positioniert. Aber vorne der Kampf um Position 2 hier zwischen Scheibenwilli und Onivalos ist hier voll im Gange. Onivalos Reifen sind mehr abgefahren als Scheibenwilli. Scheibenwilli hat die besseren Reifen noch. Er muss das jetzt umsetzen hier. Klecks da vorne kann sich das entspannt schon bald angucken. Hier mit Abstand von 6 Sekunden. Aber Onivalos hat Druck ohne Ende. Und jetzt ist Scheibenwilli wieder sehr guten Exit. Jetzt setzt er wieder zum Angriff an. Scheibenwilli, komm, du musst das jetzt nutzen, Junge. Geh jetzt mal all in der Bremszone. Wieder nicht. Wieder hat Onivalos gut gekontert oder beziehungsweise die Nerven behalten. Und Scheibenwilli sich natürlich jetzt eine Strafe geholt. Ach. Das sieht natürlich jetzt gut wieder. Es wirft dich natürlich zurück und das sieht danach aus, dass Onivalos die Position 2 halten kann. Zwei Versuche sind in die Hose gegangen, Scheibenwilli. Da kann man sich definitiv ärgern. Ja gut, da muss man halt eingestehen, letzte Runde. Dann hat sich das definitiv dann auch hier gelegt und... Aber natürlich gucke ich jetzt noch auf den Führenden. Und der versucht nochmal eine neue schnellste Runde hinzulegen. Neue Bestzeit, Sektor 1 will, glaube ich, nochmal in der letzten Runde eine neue schnellste Runde noch hinlegen. Gucken, ob das Flexi noch hinbekommt. Klecks ist auf der letzten Kurve, auf der Start- und Ziellinie. Wird das nochmal eine neue schnellste Runde? Nein, aber trotzdem, mein Lieber, Glückwunsch zum Sieg. An dir, mein Junge, klasse gefahren. Grandiose Leistung. Kann man nicht anders sagen. Glückwunsch auch an Onivalos. Hochklasse Vorstellung, starke Vorstellung von dir. Platz 2, Glückwunsch natürlich. Und auch an Scheibenwilli, Podium. Klar, natürlich als Pole-Setter willst du natürlich mehr, aber da muss man auch eingestehen, mehr war heute eben auch dann irgendwie auch wohl nicht drin. Trotzdem wieder auf Position 3. Dann natürlich jetzt der vierte.
an Puls, der gleich über die Ziellinie kommt. Auch stark gefahren, ein sehr unauffälliges Rennen gehabt, aber trotzdem Position 4. Auch Glückwunsch, mein Lieber. Da natürlich an die Kollegen von Reis noch Rennsport, an Zogu, auch wieder ein schönes Rennen von dir. Position 5 nochmal gekämpft. Und natürlich dann an die Headquarter-Mannschaft, Position 6 und 7. War halt eben heute nicht ihr Tag. Aber egal, Glückwunsch an Klecks mit seinem BMW. Starke Vorstellung. Bravo. Ja, werde ich wohl doch heute doch mal ein Interview machen, weil ich will definitiv mal mit Animalos reden. Werde ich die Jungs doch mal einladen. Aber ich habe leider, da muss ich mal eine Freundschaftsanfrage senden. Mal gucken. Ah, der erste ist eingetroffen. Jo. So, ich hoffe mal, dass man dann auch noch Klecks dazu kommt und dass sich Animalis vielleicht auch dann nochmal sich zu mir begibt. Oh, boah, ein Rennen. Ja. Sind wir noch live? Ja, ja, wir sind doch live. Ah. Ich warte jetzt nur noch, dass da die diversen Kollegen Leute noch in die Party joinen. Äh, Mahlzeit zusammen. Ah, Mann, ey. Tja, Willi, ich feuer dich immer wieder an mit meinem Spruch. Aber ey, das war ein richtig krasses Rennen. Ich Und feuer dich immer wieder an mit deinem Spruch. Aber ich musste jetzt in der vorletzten Kurve, musste ich probieren und dann, ja, Animalus, der hat sehr gut dagegen gehalten. Und dann bin ich ein bisschen weit rausgekommen und habe die 0,5 Sekunden noch bekommen da. Das war natürlich ein bisschen blöd. Da war dann ganz vorbei in der letzten naja, Runde, gut. aber Ich sag mal so, da fange ich trotzdem mal mit dir wenigstens an. Okay, sagen wir ja. mal, Willi, Pole im Qualifying, aber dann irgendwie das Rennen wieder nicht so richtig nach deinen Wünschen gelaufen. Ach, Erzähl mal aus deiner Sicht. würde ich jetzt so gar nicht so sagen. Also wir fahren hier jetzt zum ersten Mal den Toyota 86 und also ich finde der ist richtig stark. Im Start der Start war halt ziemlich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Start war, wo ich gedacht habe, puh, auf einmal war das ganze Feld damit vorbei. Das wurde dann auch in der ersten Kurve recht eng. Und ich weiß nicht, was mit Markus da war. Der ist da auf einmal quer durch die Gegend geschossen.
Aber der hat einen Raketenstart gehabt. Der war immer auf Position 2 ganz kurz. ja, aber anscheinend irgendwo dann die Kurve nicht mehr gekriegt oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, Ja, auf jeden ich Fall. sag mal so, er hat heute den Strafenkatalog und alles ausgereizt, was geht. Also er hat heute einen neuen Rekord aufgestellt. Ich müsste das Okay. mal zusammenzählen. Aber ich hoffe mal, dass er da noch kommt. Aber zähl weiter. Nee, aber ansonsten, also der Wagen lief richtig, richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war sehr zufrieden. Der war auch schnell. Also gut, okay, hätte ich jetzt vielleicht beim zweiten Boxenstopp vielleicht einen Ticken weniger Sprit mitgenommen, hätte ich vielleicht in der Box an Klecks vorbeigehen können. Aber gegen ihn war es auch ziemlich hart zu fahren. Und ja, wie gesagt, am Ende dann Animalius, der hat sehr, sehr gut dagegen gehalten. Und da musste ich dann irgendwo klein beigeben. War aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Dreikampf da vorne ums Podium. Das hat echt mega Bock gemacht. Also ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hätte noch vielleicht eine Platzierung, eventuell sogar zwei besser werden können, wer weiß. Aber so im Großen und Ganzen kann ich Aber da nicht trotzdem meckern. muss ich sagen, wieder, trotzdem auch der Teamkollege Songuro auch auf Platz 5 natürlich. Das bedeutet auch natürlich für euch punktemäßig fürs Team. Da seid ihr jetzt natürlich aktuell Position 1, da natürlich der aktuelle Meister nicht anwesend war. Ja, Ist natürlich schon mal ein Statement generell, auch generell für dich und für dein Team. Vielleicht auch in dieser Saison sich definitiv auch gegenüber der letzten Season hier auch besser zu zeigen und besser zu performen. Ich denke mal, das wird auch dein Ziel sein. ja, definitiv. Aber es gilt auch noch definitiv so, dass du im Rennen dir auch immer noch versuchst, deine Fehler oder gewisse Sachen versuchen abzustellen, die dich immer irgendwie nach hinten werfen. Das ist das, wo du Ja, noch wobei ich jetzt arbeiten sagen musst. muss, also ja, da gebe ich dir generell recht. Jetzt bei dem Rennen hatte ich eigentlich relativ wenig Fehler. Also eigentlich war das, Na, wie immer gesagt, nicht. der Start war ein bisschen holprig, weil der ist dann doch ein bisschen langsamer als erwartet aus den Füßen gekommen, der Wagen. Aber ansonsten lief der Wagen echt gut und ich denke mal, hier und da hast du mal einen leichten Bremsfehler gehabt. Aber ich glaube, das kommt bei 65 Runden, ist es normal, dass du dann irgendwann mal, gerade in der Zeit, wo ich jetzt, sag ich mal, 4, 5 Sekunden nach vorne hatte, wo dann die Konzentration so ganz für einen kurzen Augenblick mal kurz nachgelassen hat, wo du dann mal einen Bremsfehler hattest. Aber wenn ich mir jetzt so den zweiten Stint zum Beispiel mit dem Medium-Reifen, wo ich die größte Angst vor hatte eigentlich, weil der Medium ist ja nicht mein Reifen, ähm, die Nummer mit Klecks, das lief einwandfrei, ne? Wir sind also quasi mehr oder weniger den kompletten Stint Stoßstange an Stoßstange gefahren. Ja, das hat man definitiv auch gesehen. Ihr habt einen tollen Zweikampf gehabt mit dem Reifen. Und die Rundenzeiten konnte man erkennen, dass auch nicht viel Unterschied war zwischen dem Weichen und auch dem Medium. Also es hat Wir waren sich relativ konstant, ja. relativ in Grenzen gehalten. Nee, das war auch sehr schön anzusehen und ich muss auch sagen, auch weiter so mit dir, auch mit der Rennaction. Vielleicht tut auch dein Teamkollege, der auch noch das ein oder andere noch mal gut performen. Das wäre natürlich auch hilfreich für dich. Aber da denke ich mal, Ja, das traue ich so gut zu. Er versucht es auch. Das sieht man auch immer wieder. Hat auch wieder starke Vorstellungen heute im Qualifying gezeigt. Position 2 für ihn. Musst mal fragen, was mit ihm war. Warum er es heute auch nicht irgendwie noch ummünzen konnte. er hat sich mit der Taktik ganz minimal vertan. Das hat er mir vom zweiten Stopp dann gesagt, sagte, der Sprit reicht nicht, beziehungsweise die Reifen reichen nicht mehr, die Taktik geht nicht so auf und da musste er halt nochmal rein, was er nicht geplant hatte. Sagt er, das hat ihn jetzt Plätze gekostet. Sonst wäre da mehr gegangen. Ja, man muss auch, okay, gut, naja, aber kannst du trotzdem sagen, das sind klasse, besetze ich immer starke Vorstellungen von ihm und ach, da haben wir den Sieger. Jo, Oh, ich muss mal gucken, ob ich meine Eigentlich. Stimme geteilt habe. ähm, kann ich dir gleich sagen. Ja, Lexi ist war ein geteilt. geiler Kampf gegen dich. War richtig Jetzt, da stark. kann ich natürlich, liebe Jo. Zuschauer, jetzt natürlich den Sieger des heutigen Rennens natürlich auch mal noch interviewen. Also Klecks, auch von mir, Jo. Glückwunsch mein Lieber. Klasse Jo, danke. gefahren, Ast rein, Jo, da alles gibt's gegeben, nichts zu ja. meckern. Das hast du Jo. richtig gesehen, du hast heute wirklich absolut heute eine Top-Vorstellung abgeliefert, da kannst du echt zufrieden sein mit dir. Schilder doch mal so das Rennen aus deiner Sicht. Ja, erst einmal bin ich ja gerade erst nach Hause gekommen eigentlich vom Rennen. Das war eigentlich alles nur Kurzes
Idee mitzufahren. Ich war gerade noch die ganze Zeit unterwegs gewesen. Aber Red Bull liegt mir sowieso eigentlich ganz gut. Aber ja, ich habe einen guten Start gehabt. Ne? Bin von Startplatz 3, glaube ich, gestartet und konnte dann direkt nach vorne marschieren. Und da die hinten im Zweikampf waren, konnte ich mich dann erstmal absetzen. Und ich bin auch sehr lange, muss ich sagen, mit den super Soft-Reifen draußen geblieben. Ja, und habe dann gedacht, komm, tankst du voll, da musst du am Ende nur noch einmal Räder wechseln. Ja, und das war dann, glaube ich, auch der Vorteil für mich den anderen gegenüber. Ja, man hat die Video gesehen, dass du auch mit dem Medium auch sehr gut klargekommen bist. Ja, Man muss aber auch dazu sagen, dass schade, dass Animalus auch leider nicht im Chat hier mit Party mit dabei ist. Er hat leider das hat man auch gesehen, auch ein bisschen Pech gehabt. Ist leider blockiert worden hier, was beim Überrunden das war. ja, Hat total ja, viel hab Zeit ich gesehen verloren. gehabt. Ja, War halt nur eine schöne Aktion. Wird definitiv von den Stewards, das wird Konsequenzen haben, sowas wollen wir nicht ja. sehen. Vielleicht Aber war der jetzt, Junge ja farbenblind, ne? ja, Da waren also bestimmt das 5 sind, Runden blaue Flaggen draußen sind und so der eine ist einfach Sachen, nicht. das willst du als Führender definitiv nicht haben, aber das brauche ich euch nicht Ja, zu erzählen, das wisst ihr. Das ist auch das, was wir definitiv auch alle verurteilen, auch sowas im Führungskampf sich einzumischen als Überrundeter geht schon mal gar nicht. ja. Ja, aber auch wie gesagt, also ich war überrascht, dass du heute stattfindest. Bist du nächstes Rennen mit dabei mit der Season als Info jetzt mal? Wann meinst du, In der, jetzt das zweite Rennen der Gruppe 4 oder was? ja, bist du da wieder dabei? Weil das wäre klasse. Ja, Ist wäre nächstes geil. Wochenende, ne? Ist Also ich nächstes muss Wochenende? sagen, es kommen ja noch 2 Teams und bei deiner Performance hier wird das mal ein heißer Ritt hier werden. Also Ja. es wäre echt schade. Ich Aber weiß gut, ja nicht, wenn das Rennen vor dem 16. ist, kann ich auf jeden Fall noch mitfahren, weil ab dem 16. bin ich erstmal in der Kur. aha. Für 3 Monate, das ist Vorrang und das muss ich auf jeden Fall auch durchziehen. Nee, so richtig ist eben privat geht Ja, sowieso mal vor. Aber trotzdem, ja. wenn du mal wieder Zeit hast oder so, oder gerne wieder mal reinfindest hier in der Key Championship, kannst du auf jeden Fall Auf wieder jeden machen. Fall. Also Es deine, war ja eigentlich geplant, dass in der GT3, dass ich da ein Comeback mache, diese Saison. ja, Aber das müssen wir dann nochmal auch eine Saison verschieben, weil, wie gesagt, 3 Monate bin ich dann jetzt ja, erstmal das weg. ist ja völlig So. klar. Das ist ja Aber völlig ich klar. komme wieder, ich komme wieder. Das ist auf jeden Fall toll, liebe Zuschauer. Da freue ich mich auch persönlich auch, dass du auch wieder dabei bist, dass du da wieder mitmischen tust. Heute hat man auch wieder gesehen, was du wieder auf dem Kasten hast. Also da kann sich die Konkurrenz warm anziehen. Oder vielleicht noch Ja, mal kurz nee, verschnaufen. wer war nochmal bei euch erster in der GT3? Der Mystic Civic 7 oder wie heißt Ja, der da? ja, Sehr Mystic Genau. Cerix. Ja, das ist auf jeden Fall, den werde ich schon eine Kampfansage da machen, weil ihr fahrt ja nächste Saison ohne Setup, so wie ich das mitgekriegt habe. Bis jetzt Und ja. da kommt es ja auf jeden Fall dann auch auf das Fahren an und nicht auf das Setup. Und mit Setup ist der Junge sehr schnell, mega schnell. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja Chance, um den Mann, wie sagt man so schön, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Auch. Da bin ich definitiv gespannt, auch wie die GT3-Saison generell. Auch liebe Zuschauer, nochmal als Info natürlich, nächste Woche Samstag beginnt die neue GT3-Saison der German Spirit League. Auch da bitte wieder einschalten. Ab 20 Uhr geht's los. Und auch 18 Uhr natürlich ist die Liga B und ab 20 Uhr ist die Liga A am Start, will ich auch noch sagen, liebe Zuschauer. Da hoffe ich auch, dass ihr alle wieder auch zahlreich bitte wieder einschalten. Ach, der Lobbyhost hat das jetzt beendet. Da sage ich natürlich jetzt von meiner Sicht auch, ich bedanke mich nochmal an Klecks und an Scheibenwilli für euer Podiumsinterview, dass ihr gekommen seid. Und auch ein Jo, klasse Rennen nochmal an euch, auch an alle anderen Piloten, die auch da gewesen sind, bis auf ein paar Ausnahmen. Wunderschöne Rennaction gezeigt und das ist auch das, was wir auch sehen wollen, liebe Zuschauer, fairen Rennsport. Und das sage ich aus meiner Sicht, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal natürlich, bis zum jo, nächsten Samstag. Männers. Schaltet wieder ein. Der liebe Donny ist vielleicht wieder am Start. Wird euch wieder das Rennen wieder begleiten. Vielleicht hält er mich aus, vielleicht doch nicht. Naja, mal sehen, mal gucken. Auf meiner Sicht dann Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Jo, Ciao, ciao. ciao, ciao. So.